Am Vormittag des 20. März 2012 herrschte in der beschaulichen Kleinstadt Waller, Texas, eine ungewöhnliche Stille. Die Straßen lagen leer, der Wind trug den Duft des Frühlings mit sich und in den Häusern flackerte das Licht der Fernseher. Niemand ahnte, dass sich in einem unscheinbaren Vorstadthaus eine der verstörendsten Familientragödien der jüngeren texanischen Kriminalgeschichte abspielte. Trey Eric Sessler war zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. In der Online-Welt war er unter dem Namen Mr. Anime bekannt, ein YouTube-Creator mit einer wachsenden Fangemeinde. Seine Videos drehten sich um japanische Animes, Filmkritiken, Waffenvorführungen und persönliche Einblicke in sein Leben. Für viele seiner Abonnenten wirkte Sessler exzentrisch, aber harmlos. Ein Nerd mit einer Leidenschaft für Popkultur. Was niemand wusste, hinter der Kamera wuchs ein obsessives Bedürfnis nach Gewalt, Kontrolle und Bedeutung. Schon Wochen vor der Tat hatten sich in Sesslers Verhalten subtile, aber bedrohliche Veränderungen gezeigt. Freunde beschrieben ihn später als ruhiger als sonst, während seine ehemaligen Lehrer berichteten, dass er sich in Gesprächen immer häufiger in finstere Gedankenspiele verlor. In seinen letzten öffentlichen Beiträgen sprach er davon, dass er sich eine Auszeit nehmen müsse, eine Pause, um sich auf größere Pläne zu konzentrieren. Diese Pläne waren tödlich. Sessler begann, Waffen zu horten. Halbautomatische Gewehre, Pistolen, Munition in Kisten. Er führte Listen über geeignete Ziele, skizzierte Gebäude, sprach mit sich selbst über den perfekten Amoklauf. In seinen Aufzeichnungen deutete Sessler an, dass er seine Familie als erstes Hindernis für seine weiteren Pläne sah, die unmittelbaren Ziele, die er ausschalten müsse, bevor er ein größeres Blutbad anrichten könne. Die Vorstellung, dass seine eigene Familie das erste Hindernis auf dem Weg zu einem größeren Blutbad sei, nahm in seinem Kopf konkrete Formen an. Am Vormittag des 20. März betrat Sessler das Haus seiner Eltern in der Oak Circle Road. Drinnen waren seine Mutter Rhonda, sein Vater Lawton und sein älterer Bruder Mark. Es war ein ruhiger Morgen. Nichts deutete auf eine bevorstehende Katastrophe hin. Doch Sessler hatte bereits entschieden. Er hatte verschiedene Feuerwaffen dabei, geladen, entsichert, bereit. Seine Mutter bat ihn in die Garage, um ihm eine Delle in ihrem Wagen zu zeigen. Hier schoss er mehrmals auf sie aus nächster Nähe mit einem 22-Kaliber-Gewehr. Dann wandte er sich seinem Bruder Mark zu, der nach den ersten Schüssen noch lebte und sich ins Badezimmer flüchtete. Dort brach Sessler die Tür auf und tötete ihn schließlich. Als letzter war sein Vater Lawton an der Reihe. Er wurde durch die Schüsse geweckt und nur wenige Augenblicke später ebenfalls erschossen. Innerhalb kurzer Zeit war die gesamte Familie ausgelöscht. Doch Sessler blieb. Er wusch sich, wechselte die Kleidung und dachte an seinen viel größeren Plan. Ein Angriff auf seine ehemalige Schule. Ein Massaker. Eine Botschaft. Nachdem Trey Sessler seine Familie getötet hatte, verließ er nicht sofort das Haus. Stattdessen verweilte er stundenlang an dem Ort, der nun Tatort war. Er schloss Türen, zog die Vorhänge zu und bewegte sich ruhig durch die Räume, als hätte sich die Realität seiner Taten noch nicht völlig in seinem Bewusstsein eingenistet. In seinem Tagebuch vermerkte er später: Ich dachte, es würde mich befreien, aber es fühlte sich leer an, als wäre es schon vorbei. Er aß, er rauchte, er trank Wasser, während nebenan die Leichen seiner Eltern und seines Bruders lagen. Er sprach mit sich selbst, laut, verwirrend. Er fühlte sich nicht triumphierend, sondern verloren. Er murmelte: Es musste sein, es musste so sein, während seine Hände zitterten. Statt Spuren zu beseitigen, verwüstete er das Haus und tötete die Haustiere. Die Polizei stellte später Schriftzüge und Notizen sicher, in denen er seine widersprüchlichen Gedanken hinterließ. Aus seinen Notizen ging dennoch hervor, dass sein nächster geplanter Schritt ein Amoklauf an seiner alten Schule, der Waller High School, sein sollte. Dort hatte er Jahre zuvor selbst gelernt, ein introvertierter, ruhiger Schüler mit einem Hang zur Außenseiterrolle. Viele Lehrer erinnerten sich später an ihn als höflich, aber verschlossen. Einige Mitschüler bezeichneten ihn als komisch, aber harmlos. Niemand ahnte, dass er seit Monaten einen Angriff auf eben diese Schule plante, mit einem detaillierten Zeitplan, Fluchtwegen und dem Ziel, möglichst viele Opfer zu fordern. Doch etwas änderte sich.
In seinem Notizbuch notierte Sesler: Ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich habe die Familie getötet, aber ich bin zu feige für den Rest. Der Mord hatte ihn nicht befreit, sondern gelähmt. Er spürte keinen Triumph, keine Erleichterung, nur Leere und Angst. In dieser psychischen Instabilität begann er, sich zu verraten. Er schrieb kryptische Nachrichten an alte Bekannte, erwähnte dunkle Gedanken in Foren, antwortete seltsam auf Nachrichten. Einer seiner Freunde wurde misstrauisch, als Sesler plötzlich auf die Frage: »Wie geht's deiner Familie?« mit einem langen Schweigen reagierte und dann sagte: »Sie sind jetzt an einem besseren Ort.« Gleichzeitig wurden Nachbarn stutzig. Vor dem Haus der Familie Sesler war es ungewöhnlich still. Die Vorhänge blieben tagelang zugezogen, keine Autos fuhren ein oder aus, und es roch seltsam, süßlich, schwer. Am Abend des 19. März 2012 berichtete ein Nachbar, er habe Schüsse aus dem Haus der Familie Sesler gehört. Die Polizei wurde zwar gerufen, fand jedoch keine Auffälligkeiten. Am nächsten Tag wurde die Polizei erneut zu dem Haus in der Oak Circle Road gerufen. Gegen 13 Uhr betraten die Beamten das Haus der Familie Sesler in der Oak Circle Road und trafen auf eine gespenstische Stille. Es gab keine Anzeichen von Einbruch, keine offenen Fenster, keine Kampfspuren im Vorgarten. Doch im Inneren des Hauses offenbarte sich ein Bild des Grauens. Die Ermittler fanden Mark Sesler tot im Badezimmer, wohin er sich nach den ersten Schüssen geflüchtet hatte. In der Garage fanden die Ermittler Rhonda Sesler, ebenfalls mit Schusswunden, reglos auf dem Boden. Und im Hausinneren lag Lawton Sesler mit dem Gesicht zur Wand, als hätte er im letzten Moment versucht zu entkommen. Die Opfer waren mit unterschiedlichen Waffen getötet worden, mit Präzision und Kaltblütigkeit. Die Beamten hielten kurz inne, bevor sie systematisch Raum für Raum sicherten. In Seslers Zimmer entdeckten sie einen aufgeräumten Schreibtisch, Regale mit Manga-Bänden, eine Sammlung von Anime-Figuren und einen Waffenschrank. Darin befanden sich mehrere registrierte Feuerwaffen und Schachteln mit Munition dazu. Sesler setzte sich nach den Morden in seinen schwarzen Ford Mustang und fuhr zur Waller High School, entschloss sich dort aber gegen einen Angriff und begab sich anschließend zu einem Freund nach Magnolia. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Noch am selben Abend gegen 21:30 Uhr wurde Trey Sesler im Haus eines Freundes in Magnolia, Texas, festgenommen. Er widersetzte sich nicht, keine Flucht, kein Widerstand. Die Nachricht von Seslers Festnahme verbreitete sich in Waller wie ein Lauffeuer. Noch am selben Abend berichteten lokale Fernsehsender über den Mr. Anime-Mörder, wie ihn erste Schlagzeilen nannten. Die Kombination aus digitaler Bekanntheit, Familiendrama und geplantem Amoklauf traf einen Nerv. Besonders in einer Kleinstadt, in der man sich noch mit Vornamen kannte. Sesler wurde in das Gefängnis des Waller County überführt. Dort wurde er zunächst unter verstärkter Beobachtung in Einzelhaft untergebracht. Die Behörden befürchteten Selbstmordversuche, doch Sesler zeigte sich erstaunlich ruhig, fast distanziert. In den ersten Verhören war er kooperativ, sprach offen über seine Taten, als würde er über eine Filmszene sprechen. »Ich hab's getan, weil es nötig war. Sie hätten mich nicht verstanden. Sie hätten mich aufgehalten.« Die Ermittler waren schockiert über seine emotionale Kälte. Es gab keine Tränen, keine Schuldgefühle, kein Flehen um Verzeihung. Sesler erklärte, er habe seine Familie aus Liebe getötet, weil er ihnen das Leid ersparen wollte, das seine geplante Tat über sie gebracht hätte. Ein zynischer Gedankengang, der tief in seinem gestörten Selbstbild verwurzelt war. Die psychologische Begutachtung begann wenige Tage später. 2 unabhängige forensische Psychiater untersuchten ihn. Beide kamen zu einem ähnlichen Ergebnis. Sesler litt an einer schweren Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen, antisozialen und schizoiden Zügen. Er war nicht wahnhaft im klassischen Sinn, aber seine Weltsicht war so verzerrt, dass Realität und Fantasie in ihm ineinander flossen. Er sah sich selbst als Figur in einem größeren Narrativ, das er bewusst inszenierte. Seine YouTube-Videos waren nicht nur Unterhaltung, sie waren Teil seines Selbstverständnisses als Außenseiter, Denker, Regisseur des eigenen Schicksals. Die Behörden veröffentlichten Auszüge aus seinen Notizen, in denen er von Massakern, möglichen Angriffsszenarien und seinem Wunsch nach Aufmerksamkeit sprach.
Darin fand sich unter anderem eine Liste möglicher Angriffsszenarien, Schulzentren, Universitäten, öffentliche Plätze. Er sprach vom Wunsch, ein Zeichen zu setzen, um endlich wahrgenommen zu werden. Was als Wunsch nach Aufmerksamkeit begann, war zur mörderischen Obsession geworden. Unterdessen wurde das Haus der Seslers zu einem Ort der makabren Neugier. Reporter kampierten vor dem Grundstück, Nachbarn legten Blumen nieder, manche kamen mit Kerzen. Ein Teil der Bevölkerung zeigte Mitgefühl, nicht für Sesler, sondern für das, was aus einem ehemals ruhigen Jungen geworden war. Er war immer ein bisschen anders, aber wer hätte das gedacht, sagte ein ehemaliger Lehrer der Presse. In den sozialen Medien wurde heiß diskutiert. War Sesler ein Monster? Oder ein verlorener Mensch in einer Welt, die ihn nie verstanden hatte? Einige Fans seiner alten Videos kommentierten mit Bestürzung, andere distanzierten sich sofort. YouTube löschte seinen Kanal innerhalb weniger Tage. Zu groß war die Sorge, andere könnten sich daran inspirieren. Die Ermittler rekonstruierten inzwischen akribisch die Tage vor und nach dem Mord. Sie fanden Quittungen für Munitionskäufe, Routenplanungen, Essensreste im Auto. Alles deutete auf ein strukturiertes, wenn auch psychisch gestörtes Vorgehen hin. Doch es war nicht nur ein geplanter Amoklauf. Es war ein Symbolakt. Sesler wollte mehr sein als ein Name. Er wollte Geschichte schreiben, koste es, was es wolle. Und dafür hatte er seine Familie geopfert. Während Trey Sesler in seiner Zelle auf den Prozess wartete, begann die Staatsanwaltschaft mit der Vorbereitung eines Falls, der sowohl juristisch als auch gesellschaftlich eine Herausforderung darstellte. Es war kein gewöhnlicher Dreifachmord. Es war die gezielte Auslöschung einer ganzen Familie durch ihren eigenen Sohn, geplant, ausgeführt mit methodischer Präzision und getragen von einem tiefen, verstörenden inneren Weltbild. Die Ermittler arbeiteten mit forensischen Experten zusammen, um jedes Detail zu rekonstruieren. Es war nicht nur wichtig, was passiert war, sondern auch warum. Und vor allem, wie nah war Texas an einem der schlimmsten Schulmassaker in seiner Geschichte vorbeigeschrammt. In Seslers Unterlagen fanden sich Skizzen und Notizen zu einem geplanten Angriff auf die Waller High School. Sie zeigten die Haupteingänge, Fluchtwege, Zeitfenster mit hoher Schülerdichte. Es war kein Hirngespinst. Es war eine reale, konkrete Gefahr gewesen. Die Öffentlichkeit forderte eine harte Strafe. Gleichzeitig gab es Stimmen, die eine psychiatrische Unterbringung forderten. Doch die Staatsanwaltschaft war sich einig. Sesler wusste, was er tat. Seine Planungen, seine Vertuschungsversuche, seine Aussagen, sie alle bewiesen Schuldfähigkeit. Am 2. August 2012 bekannte sich Trey Sesler schuldig, um einem möglichen Todesurteil zu entgehen. Es kam zu keinem öffentlichen Prozess mit Zeugen oder Geschworenen. Das Gericht akzeptierte sein Geständnis und verhängte 3-mal lebenslange Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. In den Anhörungen trat Sesler ruhig auf, zeigte keine sichtbare Reue und wirkte distanziert. Für viele war das Urteil gerecht. Doch es ließ eine zentrale Frage offen. Warum? Warum tötete ein intelligenter, kreativer junger Mann seine Familie? Nicht aus Hass, sondern aus einem verzerrten inneren Antrieb? Psychologen, Kriminologen und Journalisten suchten monatelang nach Antworten. Einige sahen die Ursache in sozialer Isolation und Internetkultur. Andere vermuteten psychische Störungen, die nie erkannt oder behandelt wurden. Wieder andere betonten, dass sich Wahnsinn nicht immer mit Logik erklären lasse. Im Nachgang wurde viel diskutiert über das Verhältnis von Fiktion und Realität, über YouTube, Waffenbesitz und psychische Gesundheit. Doch für die Nachbarn in Waller blieb vor allem eines zurück: das Bild eines leeren Hauses. Und die Ahnung, dass das Grauen manchmal ganz leise beginnt. Nach seiner Verurteilung wurde Trey Sesler in das Terrell Unit im Brazoria County verlegt, wo er seine Strafe bis heute verbüßt. Zuvor war er im McConnell Unit untergebracht gewesen. Dort, in einer kahlen Zelle ohne Internet und Kamera, begann für ihn ein Leben in Isolation. Ein drastischer Bruch zu der digitalen Welt, in der er zuvor gelebt hatte. Für die Strafverfolgungsbehörden war der Fall abgeschlossen, doch für Psychologen und Medien blieb Sesler ein rätselhaftes Symbol für eine neue Art von Täter. Medienaffin, narzisstisch, innerlich entfremdet und doch methodisch tödlich. Die Kombination aus seiner digitalen Präsenz und dem massiven inneren Rückzug passte nicht ins klassische Täterprofil. Er war kein typischer Serienmörder,
Kein Amokläufer im Affekt, kein Terrorist mit politischem Ziel. Er war ein Mensch, der seine Realität inszeniert hatte, bis zum tödlichen Finale. Diese Spaltung war kein medizinisch festgestelltes alter Ego, sondern ein selbstgeschaffener Mythos. Sesler hatte sich seine eigene Geschichte geschrieben. Mit ihm als tragischer Held, der gegen eine Welt kämpfte, in der er nie einen Platz fand. In der Öffentlichkeit flachte das Interesse an seinem Fall nur langsam ab. Dokumentationen erschienen, Podcasts griffen die Geschichte auf. In einem Interview sagte ein ehemaliger Schulfreund: „Ich glaube nicht, dass er das Böse verkörperte. Ich glaube, er war leer. Und Leere kann manchmal genauso gefährlich sein." Für die Gemeinde Waller blieb das Haus der Familie Sesler lange Zeit leer, ein stummer Erinnerungsort an die Tat. Und so blieb Sesler, ein stiller, ordentlicher Insasse in einer Welt aus Beton, Stahltüren und Kameras. Keine Bühne mehr, keine Zuschauer, nur er selbst und das Echo seiner eigenen Geschichte. Jahre nach den Morden an seiner Familie war der Name Trey Sesler aus den meisten Schlagzeilen verschwunden. Neue Tragödien hatten ihn abgelöst, neue Täter die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen. Doch in bestimmten Kreisen, unter Kriminologen, True-Crime-Autoren und in Foren über digitale Subkulturen, blieb sein Fall ein Unikat. Der Fall eines jungen Mannes, der nicht nur seine Familie tötete, sondern auch seine eigene Identität in der Dunkelheit verlor. Für die Ermittlungsbehörden war der Fall abgeschlossen, die Akte war ins Archiv gewandert. Keine Revision, keine Berufung. Das Urteil war gesprochen, der Täter inhaftiert, der Tatort längst verschwunden. Aber für die Menschen in Waller, Texas, blieb die Erinnerung an jenes Wochenende im März 2012 lebendig. Besonders, weil nichts darauf hingedeutet hatte, dass sich hinter den geschlossenen Vorhängen ein Albtraum abspielt hatte. Viele stellten sich die gleiche Frage: Was hätten wir sehen müssen? Hätte ein Lehrer, ein Psychologe, ein Freund früher eingreifen können? Oder war Trey Sesler einfach ein unaufhaltsames Produkt seiner Zeit, isoliert, entfremdet, digitalisiert? Im Gefängnis war Sesler ein Gefangener unter vielen. Er nahm nicht an Gruppenangeboten teil, verweigerte Gespräche mit Seelsorgern, sprach nur, wenn es nötig war. Andere Insassen beschrieben ihn als ruhig, fast höflich, aber mit einem Blick, der nie ganz ankam. Für die Gesellschaft blieb Trey Sesler ein düsteres Mosaik, ein Teil verlorene Seele, ein Teil selbst erschaffener Schatten, ein anderer Teil Täter ohne sichtbares Motiv. Und doch war das Motiv vielleicht genau das: die Leere, die Sehnsucht, etwas zu sein, etwas zu hinterlassen. Und sei es nur in der dunkelsten Ecke der Erinnerung. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.